Alrighty dann, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget und wir sind auf Server W15. Ich habe zum Ende des letzten Jahres dort eine Players to Watch gemacht und habe gesagt, die Serveranalyse, Gildenvergleich, den machen wir separat und jetzt ist es soweit. Der Server geht nämlich weiterhin echt steil voran und ich habe mich mal einer alten Tools bemächtigt. Danke an Böse Melone, die mir gerade nochmal, oder sorry, ich sag, bei Melone bin ich immer bei die, aber er hat mir noch mal grade das Tutorial geschickt, wie man, das machen kann. Gucken wir uns gleich an. Vorher der grobe Blick auf die Ehrenhalle. Ich werde jetzt gar nicht so viel dazu sagen, einfach mal zu gucken, wer jetzt gerade auf der Eins steht. Flacco. Flacco auf jeden Fall, ja, einer der Kandidaten, die, immer sehr, sehr weit oben gewesen sind. Ich will gerade noch mal gucken, ob wir vielleicht sogar noch irgendeinen Rekord erwähnen können oder müssen. Was haben wir hier zuletzt gehabt? Äh, ja, Hollywood als Guido, weiß ich gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ich glaube nicht. Das werden wir auf jeden Fall noch mal machen. Wir sehen hier auf dem Server, äh, Kriegerherz mit Level 400. Das war ein Rekord als Krieger. Und auch Marv. Kriegerherz gucken wir uns gleich noch mal an. Dann sind halt einige W52 auch dabei. Ne, ich glaube, das müsste es zumindest gewesen sein. Pikachu war auch druidentechnisch der schnellste auf diesem Server und, Flacco halt auch, ne? Das hat man als Scout, ich glaube, das hatte ich schon erwähnt gehabt. Deshalb Kriegerherz hält den Rekord als Krieger. Ja, wird man sehen, wie lange das möglich ist. Könnte sein, dass es eine Weile so bleibt bei Level 400, denn auf W52 sind es, glaube ich, nicht unbedingt die Krieger, die da vielleicht voranschreiten, aber ja, es kann auf jedem Server immer mal anders sein. Wir werden gleich mal in die andere Liste gehen, die ich entsprechenderweise vorbereitet habe. Das habe ich lange nicht mehr gemacht, deshalb brauchte ich auch das Tutorial, was mir eben, freundlicherweise der böse Melone noch mal gezeigt hat. Ja, so. Und wieso ploppt es jetzt nicht auf? Das liegt möglicherweise daran, zack. Und zwar, kann man über das SF Game Tools Statistik Tutorial ja, seinen Serverdaten eingeben und dann werden die Spieler der Gilde gezeigt, aber nicht alle Spieler auf dem Server. Deshalb muss man das herkömmlich machen. Und ja, so sieht das dann aus. Das sind alle Krieger, also beziehungsweise aus den Top 200 alle Spieler jetzt hier nach Klasse sortiert, nach Level und nach Main-Attribut-Skill sortiert. Ja, eine Sache, die ich halt natürlich in-game gerne hätte. Und da sehen wir, dass Kriegerherz vom Level her natürlich der höchste ist. Und, Moment, das richtige Fenster aufrufen. Das höchste SA auch hat bei den Kriegern. Er hat auch das höchste Main-Attribut, weil von allen Kriegern hier oben ist er da am höchsten. Insgesamt von den Skills her ist er bei Main auch am höchsten und sogar von der Constitution am höchsten. Also das heißt, nein, gut, ja, hier. Ach nee, Halo ist Mage, sorry. Halo ist ja schon Mage. Also er ist wirklich der stärkste Spieler. Der Krieger overall hier gesehen. Und vom Level zwar nicht ganz so hoch, aber von den Skills her nicht schlecht. Auch Sasek von den attributierten Skills. Aber insgesamt, mh, ja, hier, das sind ja fast 80.000. Hier sind wir bei 65.000, 62.000, 55.000. Also insgesamt sieht man dann schon 'n Unterschied. Also Bane ist auch der zweitstärkste Krieger mit W50 zusammen. Ist irgendwie lustig, dass W50 auf W50 spielt. Hat das schon immer den Namen gehabt? Ich weiß es gar nicht, ja. Aber Kriegerherz hier macht das wirklich am stärksten. Das ist halt auch nice. Diese Übersicht, die man hier noch hat. Er hat 74 Achievements aktuell gesammelt. Ja, so sieht das aus. Er hat fast alle Top-Runen hier. Es fehlt ihm einmal Fire Resistance und einmal Epic Chance. In der Festung hat er 406 Upgrades gemacht. Ist dort auf Rang 129. Die Gemmine hat er auf 48. Ja. Also
Das ist schon das ist schon, wenn man mal bedenkt, wie alt der Server ist, ja. Also, das ist schon krass. Ist vielleicht nicht der höchste, das weiß ich nicht, ob man das auffiltern kann, aber, ja, so sieht es aus. Und so ist es bei den Kriegern, ne? Taube ist hier aktuell auch vom Level her 4. Platz, von den Skills her insgesamt 55.000. Ja, da ist er vielleicht nicht viertbester, zum Beispiel Leutrix vom Level her niedriger, aber hat hier doch schon fast 61.000 Punkte. Na, also da sieht man auch, dass das Level nicht immer alles aussagt. Dorsa ist ja auch mitten dabei, gar nicht so schlecht. Also ich denke mal eine Top 10. Hier fighten viele um 'n Top 10, wenn man hier ein Turnier fahren würde, nur mit diesen Spielern, ja. Aber gucken wir mal zu den Mages. Wie sieht's da aus? Halo. Halo hat auch, glaube ich, einen Rekord aufgestellt gehabt, wenn ich das richtig gesehen habe. Wo ist er? Ne. Ne, es war, glaube ich, nicht Halo oder zumindest nicht zuletzt. Halo ist aber vom Level her der aktuell der einzigste mit 400 und hier sehen wir von den Skills her. Ja, auf den ersten Blick sieht das auch so aus, als wenn er die höchsten insgesamt hat. Also sowohl, na gut, im Main-Attribut nicht, da ist Meister G zum Beispiel besser oder auch Neutral, aber dafür sind die in der Ausdauer deutlich schlechter. Aber Halo scheint schon auch hier der stärkste Mage zu sein, ja. Da kann man hier auch mal gucken. Guck mal, die Gemini auch immerhin auf 38, an der Festung nur wenige Upgrades, also ist eigentlich fast die 10 Stück der Mine, die hier fehlen zu Kriegerherz zum Beispiel, hat 73 Achievements. Das ist alles irgendwo relativ knapp, wenn man sich damit befassen will. Das ist schon not the worst, aber auch ein großes Verfolgerfeld auf jeden Fall bei den Mages. Kommen wir mal zu den Scouts. Da ist Flacco auf der 1. Das ist relativ eindeutig. Astu ist jetzt ja nicht so weit weg von den Skills. Insgesamt von den Werten her fehlt ein bisschen was. Hat sogar das besseres A, aber das macht jetzt nichts aus. Dann wird schon etwas deutlicher auch nach hinten. Rhinoxor sehen wir hier. Wen habe ich denn noch? Marek D. 1991, auch ein Name, den man kennt. Avox, ja, auch. Ja, coole Sache. Gucken wir mal bei Flacco rein. Sogar 75 Achievements. Die Gemma noch 35. Ja, also da ist noch Potenzial für den Flacco, um bessere Steine zu bekommen. Trotzdem, mit diesen Werten ist er am besten von den Skills. Asu hat die Gemma nämlich nur 25, ne? Und da sind die Gems natürlich schon schwächer. Auch die Festungs-Upgrades, da ist ein deutlicher Unterschied zu sehen von Flacco zu Asu schon alleine. Also das muss man mal mit erwähnen. Mace hat den 400-Rekord des Assassins eingestellt. Assassine natürlich für mich aufgrund von S41 auch sehr interessant. Ähm, Er ist von den Skills her auch insgesamt am besten. Von den Werten insgesamt ist es ist mega knapp mit Orestes. Orestes war ja auf jeden Fall auch immer top dabei als Assassine. Also Orestes hätte ich als Namen sogar eher gecallt als Mace. Bei Mace kann ich mich gerade nicht dran entsinnen. Schauen wir mal, Orestes bei 21er Gemmine, 300 Upgrades, 67 Achievements. Und Mace bei 69 Achievements, 313 Upgrades, 20er Gemmine. Also da sind beide noch relativ, also noch nicht mal an der 25 vorbei, wo man natürlich immer Steine auch bekommen kann. Ach so, mir fällt noch auf, die Goldgrube, können wir die auch sehen hier? Goldgrube ist sicherlich auch nicht unentscheidend, aber das sieht so aus, als wenn man das hier in diesem Feld nicht sehen kann. Also das eine ist natürlich eben die Gemmine bei der Festung, aber das andere ist tatsächlich auch die Goldmine, zumindest was auch so das Skippen betrifft, ja. Also, das sehen wir leider nicht, aber, ja, dieser Kampf hier wird knapp sein. Es wäre auch mal schön, wenn die einfach mal 10-mal gegeneinander kämpfen so. High Life, ja, dann wüsste man tatsächlich, also, ich finde es sehr knapp bei den beiden. Und guck mal, da haben wir sogar die böse Melone auch dabei, zumindest in den Top 200, und bei den Assassinen kämpft böse Melone um Top 100. Battle Mages. Da haben wir den Schmenger vom Level am höchsten, ganz knapp vom Morsween. Und hier von den Skills ist es auch sehr, sehr knapp. Schmenger besser Main-Attribut, Morsween besser vom Ausdauer-Attribut. Schmenger auf 25er Gemini, immerhin 68 Achievements, 329.
Festungsupgrades, also etwas stärker von diesen Werten als die Assassinen zum Beispiel. Morswin ähm, ist da ganz leicht hinterher. Also das ist auch mega, mega knapp. Im Verfolgerfeld gibt es aber auch Spieler, die nicht so weit weg sind. Zum Beispiel von den Skills her sehe ich hier Tobi ganz klar. Ne, das ist jetzt nicht viel weniger. Das sind 2.000, 3.000 Werte, klar. Ist schon was, aber kann man aufholen. Gucken wir mal bei Tobi rein. Naja, er hat bei der Gemmine noch Nachholbedarf. Da sind natürlich schon einige Werte, die aufgrund der Gemmine schlechter da sind, wenn man dann alle Boni dazu zählt, ja. So, das sind dann die Berserker. Da ist Mr. Grimm oben auf mit 406. Zombie HD Zweiter. Wir sehen aber von den Skills her ist Zombie HD deutlich besser unterwegs als Mr. Grimm. Das hat nicht zuletzt auch den Ursprung, dass Zombie HD halt schon mega weit sein muss in der gesamten Festungsgeschichte. Also Mr. Grimm ist auf 26 bei 344, Upgrades, immerhin 73 Achievements und Zombie HD 377 Upgrades. 48er Gemmine, ja, das ist halt das Ding. 48er Gemmine, das hat er sicher mit Pikachu damals hochgespielt. Die Festung in dem Segment, damit einfach die Steine so viel stärker sind, dass man viel mehr Gold auch bekommt. Also ja, er hat nur eine 49er Goldrune tatsächlich. Da fehlt ihm immer 1% langfristig. Aber diesen Vorsprung sieht man halt dann auch irgendwo bei den Skills. Und es gibt bei den Skills eigentlich nur Halogen, der da so ein bisschen mithalten kann. Universe, der stark gestartet ist, hat gerade in dem Bereich auch dann eher den Standard und nicht den krass, also den Standard Hardcore-Pilzing, aber nicht den krassen Hardcore-Pilzing-Stand. Halogen wird da wahrscheinlich schon ein bisschen weiter sein. Ja, Halogen immerhin auf 36er Gemmine ausgebaut und auch viele Achievements dabei. Also ja, daran sieht man das schon. Ja. Also klar, trotzdem Mr. Grimm natürlich auch gut dabei, hat immerhin auch eine 26er Gemmine. Ja. Also das ist jetzt auch nicht so mega schlecht und wahrscheinlich haben die Leute halt auch die Goldgrube gut ausgebaut. Ansonsten sehen wir hier einen Berserker auch, finde ich auch lustig. Mozone ist hier dabei. Ramstar ist auch dabei, das ist natürlich auch immer stark. Wie sieht es bei ihm aus? Gemmine 14. Spielt er ohne Pilze, wahrscheinlich ohne Skippen. Ähm, ach, okay, ja, ich bin auch dabei, aber das liegt daran, weil mein Char ja gespeichert ist. Ne? Ich bin nicht in der Top 200. Ich spiele ja ganz entspannt aktuell auf dem Server, weil ich auch gar keine Zeit habe. Dämonenjäger haben wir 4 Stück drin, da ist IPA. Ja, uneingeschränkt vorne, kann man so sagen. Ja, wenn man durchzieht, ne, ist halt Level 394, ist jetzt insgesamt auch von den Skills natürlich nicht in der Lage, top mitzuhalten, ja, mit den anderen mit den Hardcore-Spielern, aber er hat auch eine Gemmine auf 25, 70 Achievements, er hält sich gut über Wasser und ist im Rangbereich, denke ich mal, schon in der Lage, Top 50 ja, anzugreifen, so ganz grob, so von dem, was man hier so sieht. Kommen wir mal zu das CD, Druiden. Warum ist das CD? Was heißt das? Das ist BD. Ach, ist das Bärenmaske und Katzenmaske wahrscheinlich. Kronop mit Bärenmaske unterwegs. Das könnte sein. Pikachu hier. Ja, die Werte sind auch krass. 43.000, 38.000. Der ist Level 405, also er ist Top-Contender auf jeden Fall auch in der Ehrenhalle. Abruzzi natürlich auch hier dabei, aber bei Pikachu gucken wir gleich mal rein. Gemmine 51 hat er sogar. 74 Achievements. Also, ne, Gleiches wie bei Zombie, der profitiert so stark davon. Abruzzi hier, also Davalon auf 30er Gemmine, 73 Achievements unterwegs. Aber ansonsten, ja, also die haben dann schon einen Vorsprung. Auch bei den Druiden Mistel ist jetzt nicht so schlecht unterwegs auch. Da fehlt es an den normalen Basis-Skills. Ne? Also wenn man mal guckt, Spockmark hat viel mehr geskillt im Prinzip als Mistel. Trotzdem kann Mistel von den Werten mithalten. Also entweder ist Spockmark nicht aktuell ausgerüstet oder, ja, ne. Mistel hat auch eine Gemmine von 37 und Spockmark vielleicht eine niedrigere, okay, 26. Macht jetzt nicht alles aus, aber wie kommt es dazu? Gehen die Leute mehr auf Level? Ich meine, das ist jetzt auch der Levelbereich, wo man vielleicht schon auf Gold spielt. Gerade über 397. Manche machen es vielleicht erst ab Stufe 450 oder gucken genau, wann der Punkt ist, wo sich XP und Goldkurve
scheiteln sozusagen. Wilhelm Tell haben wir hier noch dabei, ne, und auch ein paar Namen, die ich jetzt nicht so kenne, aber viele, viele Druiden. Also, mega viele Druiden, muss man mal sagen. Und da haben wir die Playerlist auch durch. Walter Würzig ist auch ein Name. Ja, also Berserker, Druiden, Battle Mages dominieren, Scout und Mages kommen dann auch und auch, Krieger knapp hinterher, ne? Also, das ist schon eine geile Geschichte, diese Statistik, und wir werden jetzt natürlich auf meine ich hätte auch eine Gildenstatistik mir vielleicht raussuchen können hier. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Das werde ich muss ich mal probieren, wie das aussieht, denn wir werden uns jetzt einfach unsere normale Gildenstatistik anschauen, und ich will bloß, schnell noch vorbereiten. Die Party Lounge ist hier in dieser Liste auf dem 20. Platz der Gilden in meiner Statistik. Es ist ein bisschen was passiert. Es sind ein paar Gilden weggefallen. Ihr werdet auch sehen, dass die Werte vom 9.1. sind, also nicht ganz tagesaktuell, und bei einer Gilde werde ich auch was dazu sagen. Es gibt aber ein paar Gilden, die sind nicht weit weg von 327 Durchschnittslevel gewesen am 9.1. und auch nicht von der Ritterhalle. Das heißt, vielleicht beim nächsten Mal gibt es tendenziell auch wieder ein paar mehr Gilden drin. Es war für mich jetzt aufgrund der geringen Zeit nicht möglich, da noch mehr ins Detail zu gehen. Deshalb Party Lounge mit diesen Werten auf Rang 20. Sie haben 50 Raids. Sie waren vorher nicht dabei, deshalb hier die gleichen Werte und 0-0 bei unterschiedlichen Level und unterschiedlicher Ritterhalle. The Prophecy kommt als nächstes, und The Prophecy ist genau eine Gilde, die ich jetzt noch reingenommen habe. Sie war oftmals knapp an der Top 20, hatte es beim letzten Mal sogar in die Gildenvergleichsliste geschafft und ist jetzt immer noch knapp innerhalb der Top 20, obwohl wir hier sehen, dass die Ritterhalle sich verschlechtert hat. Das hat den Hintergrund: Zu dem Zeitpunkt der Aufnahme am 9.1. hatte Prophecy nur 45 Gildenmitglieder. Und jetzt am 11.1., also in der Nacht zum 11.1., habe ich geschaut, da sind es immerhin schon 48. Sie haben jetzt 750 Ritterhallenpunkte oder sowas. Ähm, und tendenziell kommen ja da noch 2 dazu. Deshalb habe ich sie drin gelassen und hoffe, dass sich die Gilde fängt. Ich weiß nicht, warum dort Member verloren gegangen sind, was da der Hintergrund ist. Dennoch haben sie 40 Level in diesem Zeitraum geschafft. Das ist gar nicht mal so schlecht, werden wir auch gleich bei anderen Gilden sehen können. Mohair Power kommt als nächstes. Mohair Power war auch immer oft in der Guild to Watch dabei. Also sie haben es nicht in die Liste geschafft, waren immer aber knapp dabei. Jetzt haben sie es reingeschafft mit 330er Level, 776 Ritterhallenpunkte bei 56 Raids. Schon eine gehörige Ansage an Prophecy, was halt schaffbar sein muss, wenn man sich hier auf jeden Fall behaupten will in den Top 20. Mohair Power gibt es hier gerade vor. Dabei müssen sie aber auch selber mit einem weiteren neuen Team arbeiten. Explosion heißen sie. Da bin ich ganz ehrlich, auch wie bei Party Lounge, die hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm früher. Aber vielleicht eine neue Gilde oder umbenannt. Lustig ist aber, sie haben ein Level von 333 im Schnitt und 777 Ritterhallenpunkten. Also zweimal so eine schöne Schnapszahl. 63 Raids, da hat es noch nicht ganz gereicht zur Schnapszahl. Sind leicht besser aufgestellt als More Power. Es ist knapp, aber dennoch haben wir hier starke Werte. Blackclaw kommt jetzt als nächstes. Sie sind im Prinzip fast in den Top 15, oder bedecken die Top 15 mit 335er Level, 757 Ritterhallenpunkte. Und hier sehen wir, sie haben 41 Level zum letzten Zeitpunkt geschafft, als wir die Gilden verglichen haben, und 80 Ritterhallenpunkte. Und wenn wir jetzt mal sagen, dass The Prophecy tatsächlich bei 740 jetzt ist und 2 Member noch fehlen mit einer Tendenz von 15 Ritterhallenpunkten, dann wären wir bei 30, dann ist The Prophecy im Prinzip ähnlich weit gekommen wie Black Claw in der Zeit. Ja, also zeigt schon, was eine Top 15 Gilde halt auch, schaffen muss. Und, es ist alles sehr, sehr knapp. Sowieso auf dem Server ist vieles sehr, sehr knapp. Ja, wir gehen mal weiter. Denn Black Claw ist wirklich ganz knapp hinter Gentleman's Club. Gleiches Level. Gentleman's Club hat weniger Level gemacht, hat aber bessere Ritterhallenpunkte zu verzeichnen mit 95. Also, die battlen richtig. Gentleman's Club hier in der Liste gerade auf der 14 wegen den höheren Ritterhallenpunkten. Vielleicht beim nächsten Mal ist es wieder anders. Sollte Blackclaw und alle anderen Teams hier unten natürlich motivieren, da man sehen kann,
ob wirklich in den Top 15 zu sein, ne, sogar Top 14 hier in dem Segment, fehlt jetzt auch nicht mega viel. Ja, die Goodfellas kommen als Nächstes und weiß nicht, warum ich die hier grün gemacht habe. Da ist irgendwas schiefgegangen. Äh, Sie haben 39 Level geschafft zum letzten Mal, 84 Ritterhallenpunkte. Also tatsächlich haben da die Gentleman's Club in der Ritterhalle auch aufgeholt. Vom Level her zwar nicht ganz, Blackclaw hat da eher aufgeholt. Also wir sind jetzt schon bei Rang 13 in dieser Liste und es ist trotzdem immer noch mega knapp, dieses Feld hier. Schönes Verfolgerfeld beim Fahrradrennen, könnte man sagen. Und darüber ist die Wuselbande und auch die Wuselbande hat 'nen Durchschnittslevel von 336 und Ritterhalle-Punkte von 786. Und hier muss man jetzt sagen, tatsächlich sind die Werte schlechter als bei allen anderen Gilden. Deshalb Wuselbande, den Vorsprung, den sie sich erkämpft hatten, den müssen sie jetzt irgendwie versuchen zu halten, wenn sie hier weiterhin ganz oben stehen wollen. Also fast ich meine, die sind ja immer noch in Top 10 Schlagweite. Und ja, da bin ich gespannt, wie es beim nächsten Mal aussieht, denn die Busenbande ist ja auch schon ganz, ganz lange hier mit dabei. Und darüber kommt der Narrenturm und oh Moment, was habe ich hier gemacht? Hier habe ich falsch kopiert. Der Narrenturm, ich glaube, dass ich diesen Gildennamen schon früher gelesen habe. Es gab einen Märchenturm irgendwie. Ähm, Da gibt es jetzt halt tatsächlich einen Abstand, 345er Level, 822 Ritterhallenpunkte. Also, das ist noch mal 'ne andere Kategorie und wir sind jetzt fast in den Top 10, noch nicht ganz. Das heißt, dieses Feld hier, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, alles irgendwo in Schlagdistanz. Aber das, was wir hier für einen Unterschied haben bis zur Party Lounge, ist quasi noch mal neu dann der Unterschied zu Rang 12, dem Narrenturm. Also, da bin ich gespannt, wie das mit dem Narrenturm weitergeht, ob sie sich noch nach oben kämpfen können oder ob sie vielleicht von den Verfolgern eingeholt werden. Kommen wir zu Savaria Legio. Savaria Legio hat es geschafft, auf Rang 11 zu kommen mit 352 Leveln im Schnitt, 870 Ritterhandpunkten. Das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Also Narrenturm spielt hier gerade ein bisschen für sich selber und man wird das beim nächsten Mal sehen, wo es hingeführt hat. Savaria Legio mit 49 Leveln, die stärkste Gilde in dieser Zeit, fast 50 Level geschafft im Schnitt und 120 Ritterhandpunkte ist auch ein richtig Top-Wert. Starke Woche oder starke Zeit seit der letzten Analyse für Savaria Legio. Und man kann eigentlich sagen, das gleiche gilt für die Shadowhunters. Die Shadowhunters haben auch 47 Level geschafft, hatten einen kleinen Vorsprung vor Savaria Legio, den haben sie jetzt verloren. Sie haben auch 124 Ritterhallenpunkte geschafft, haben aber den Nachteil, dass sie schon bei deutlich niedrigeren Ritterhallenpunkten angefangen haben. Das heißt, sie haben ganz minimal Boden gut gemacht, haben aber noch einen weiten Weg zu gehen, denn die Ritterhalle bestimmt ja so ein bisschen auch die Gems für die Gildenmitglieder und das kann natürlich auch bei Kämpfen eine Relevanz haben, dennoch trotzdem auch eine sehr, sehr starke Zeit für Shadowhunters. Ich glaube, dass die Shadowhunters auch in den Top 3 der höchsten Level in der Zeit sind, aber irgendwie hat sich diese Farbe hier für mich irgendwie ist da was schiefgegangen, glaube ich. Wir schauen mal weiter, denn wir sind hier bei Rang 11. Wer ist auf Rang 10? Es ist Susi. Ja, hier ist auf jeden Fall was schiefgegangen. Das wurde anscheinend nicht mit ähm, geändert. Ich würde fast sagen, dass Savaria Legio äh, die zweitmeisten Level geschafft hat. Husi ist mit 356er Level auf Rang 10. Mit 870 Ritterhandpunkte, 61 Raids haben sie geschafft. Die haben eben auch den Vorteil, wie auch Savaria Legio. Trotzdem hat Husi gegenüber beiden Gilden etwas an Boden verloren. Deshalb ist das jetzt auch schon wieder eine sehr knappe Geschichte mit den drei Gilden hier, was diese Platzierung bei der Gildenstatistik angeht. Und Husi selber hat aber auch noch ein Ziel vor sich, die Red Wings. Denn die Red Wings haben an Boden verloren mit 26 Leveln. Nur muss man sagen, 83 Ritterhallenpunkte, nur muss man sagen, schlechter als alle drei hinteren Gilden. Die Red Wings haben hier also ein ganz, ganz hartes Stück. Sie verlieren sonst ihren Anspruch der Top 10, wenn
das vom Verhältnis her so weitergeht. Sie haben ja zumindest auch an Leveln gegenüber fast allen anderen Gilden weiter unten verloren. Die Hintergründe sind mir natürlich nicht bekannt. Darüber steht Olympia, denn der Dauerbrenner hier in den Top 10 definitiv. Aber auch die haben irgendwo ein paar Problemchen gehabt, wie es aussieht. 26 Level, es ist natürlich klar, je höher man sowieso im Level ist und wir sehen einen deutlichen Unterschied zu fast allen Gilden, also außer Narrenturm, die sind ja neu, äh, ist natürlich schwieriger, dann weiter 'n Level zu machen. Sie haben aber auch von der Ritterhalle gegenüber Red Wings verloren, also ist es knapp für die beiden Gilden, aber es könnte sein, dass beide, wenn sie Pech haben, ganz stark abfallen könnten demnächst. Wir sind gespannt, wie es passiert oder was passiert. Rising Star steht darüber und sie haben gezeigt, es geht auch ein bisschen mehr. Immerhin 8 Level mehr geschafft im Schnitt, haben deshalb beide Gilden überholt. Also gegenüber Husi haben sie auch an Boden verloren, aber gegenüber Olympia und Red Wings haben sie am Boden gut gemacht und auch die Ritterhalle ist besser mit 824, immerhin bisher der vierthöchste Wert von den Gilden, die wir bisher gesehen haben. Sie sind jetzt auf Rang 7, wenn ich mich nicht täusche. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Nein, sogar schon Rang 6. Rising Stars, sind wir schon bei Rang 6? Krasse Geschichte. Okay, also fast Top 5. Also das sind alles Anwärter für die Top 10 in der nächsten Liste. Und hier geht es aber schon fast in die Top 5 sogar rein. Fast nahtlos. Also der Abstand bis auf Narrentum, der wirklich allein ist alles noch machbar. Also kann man alles noch erreichen. Red Wings hat es gezeigt. Beziehungsweise, ich meine, Rising Star hat es gezeigt, indem sie 2 Plätze gut gemacht haben zum letzten Mal. Also harte Kiste. Den haben wir darüber. Die Hungry Hippos wären dementsprechend jetzt Rang 5, wenn ich mich nicht geirrt habe. Hungry Hippos, also seitdem die da sind, steigen die permanent. Ja, also das muss man ja wirklich mal so sagen. Haben auch gute Level geschafft, trotzdem sie auch schon bei 330 waren, genauso wie Olympia und auch Red Wings, haben mehr Level geschafft, haben auch in der Ritterhalle mehr erreicht und sind dementsprechend jetzt hier in den Top 5. Also das hat auch noch ein paar andere Hintergründe, was ich gleich noch erwähnen werde, denn ihr habt es vielleicht schon gesehen, ich will noch nicht vorweggreifen. Gehen wir mal weiter. Angry Hippos haben vor sich die Holzfällerhütte. Da ist natürlich ein Abstand da, denn auch die Holzfällerhütte hat gut performt. Sie haben 134 Level in der Ritterhalle geschafft, also noch mehr als die Gilden, die sowieso schon weniger hatten. Natürlich waren jetzt viele Events zu Weihnachten, zu Silvester und die Top-Spieler, die Top-Pilzer haben das natürlich ausgenutzt. Deshalb haben auch die Top-Gilden hier Top-Werte in der Ritterhalle geschafft. Und ich finde auch vom Level, die Holzfällerhütte, haben sie stark gemacht. Man müsste jetzt in den Top 3 sein, wenn ich mich nicht irre. Casino Royale. Neu dabei. Steigt ein mit Level 374 im Schnitt. Mit 924 Ritterhallenpunkten. Nochmal erheblich mehr als die Holzfällerhütte. Haben 64 Raids, okay. Bei Casino Royale habe ich das Gefühl, dass das eine Gilde ist, ähm, die sich umbenannt hat. Ich hätte jetzt anhand der letzten Liste Knights Hosseini im Blick gehabt, dass das vielleicht die Gilde ist. Ich habe aber auch kein Wissen dazu. Also wenn ihr Wissen dazu habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, denn dafür habe ich leider nicht die Zeit, um sowas auch noch mitzubringen. Casino Royale, also ganz starker Einsteiger jetzt in dieser Liste hier, muss ich gegen Holzfällerhütte auf jeden Fall behaupten. Und vielleicht auch gegen die Hungry Hippos, wenn das so weitergeht. Wiederum haben sie vor sich Dead Valley. Dead Valley mit 377. Ja, ja, das ist genau. Eigentlich sollte das die Holzfällerhütte sein, die grün sind, das weiß ich noch. Dead Valley hat 34 Level geschafft mit 377 Durchschnittslevel, sind auf 916 Ritterhallenpunkte gestiegen, hatten nämlich weniger, zuletzt auch als die Holzfällerhütte, trotzdem 161 Ritterhallenpunkte geschafft. Damit der Topwert dieses Vergleiches. Und boah, also das ist ein ganz, ganz starkes Stück, was Dead Valley dort geleistet hat. Und ja, ne, ich habe mich übrigens verrechnet, weil Holzfällerhütte ist Top 5, Hungry Hippos ist Top 6, Rising Star 7., Olympia 8., Red Wings 9., Husi 10. Das heißt,
Narrentum ist 13. so ein bisschen lonely. Und dann die Top 12 bis fast Top 6, nicht so weit weg voneinander. Ähm, oder Top 7 auf jeden Fall und Top 6. Angry Hippos hat ein starkes Stück, um aufzuholen in die Top 5. Crit Happens zweiter Platz. Dead Valley hat besser performt, hat bessere Werte dargestellt als Crit Happens. Crit Happens trotzdem mit 130 knapp an der Top 3 der Ritterhallenpunkte vorbei, auch als Top-Gilde ein super, super Wert. Aber Dead Valley kommt. Und hier ist es so, dass tatsächlich auch Kämpfe sehr, sehr knapp sind zwischen diesen beiden Gilden. Also da nimmt sich der eine dem anderen wirklich nicht viel und man sollte schon wirklich darauf achten, dass man mit voller Montur angreift, damit das dann überhaupt klappt. Also Kampf um Rang 2 im Moment ganz, ganz knapp auf dem Ding. Und wir sehen natürlich Hollywood. Übrigens, zum letzten Mal haben wir geguckt am 26.10., also 3 Monate, na, 2,5 Monate, nee, 1 Monat, ja doch, ein bisschen mehr als 2,5 Monate lagen dazwischen. Hollywood 386er Durchschnittslevel, fast. Also sie haben die 1000 Ritterhallenpunkte auf jeden Fall schon geknackt gehabt. Hatten zum Zeitpunkt der Aufnahme 980 Ritterhallenpunkte vielleicht. Habe ich tatsächlich einen Spieler, aber habe ich gar nicht gesehen, dass sie nur 49 Spieler waren, maybe. Oder da gab es in dem Moment einen Wechsel. Trotzdem haben sie hier, auch wenn es nur 49 Member waren, 150 Ritterhallenpunkte geschafft und sind damit halt auf diesen Top-Wert gekommen. Sie sind im Moment wirklich die stärkste Gilde, haben ja auch den Raid-Rekord aufgestellt. Also da führt im Moment kein Weg dran vorbei. Und wenn ihr euch noch erinnert, es sind einige Gilden nicht mehr da. Knights Husinis, Spektrum auf jeden Fall. Äh, ja, dann war noch eine Gilde eigentlich auch so in einem Top 8 Bereich, die ich jetzt vergessen habe. Dreamland? Doch, ich glaube, Dreamland fehlt auch noch. Ähm, ja, und auch im unteren Bereich haben ein paar Gilden nicht mehr dabei. Den Namen weiß ich jetzt zwar nicht mehr. Aber es ist natürlich so, also gerade Casino Royale möglicherweise oder auch Dead Valley, dass die gerade so gut geworden sind, weil auch andere Spieler vielleicht reingejoint sind, ne? Also, man hatte mal das Gefühl, wenn halt starke Gilden auch, ne, die Spieler hören ja nicht alle auf, die müssen ja irgendwo hin und manchmal profitiert eine Gilde mehr davon als andere. Ich weiß es aber eben auch nicht, deshalb bewerte ich das auch nicht, sondern bewerte nur die Zahlen. Nichtsdestotrotz bin ich vor allen Dingen gespannt, wie sich Casino Royale irgendwie schlägt. Und wir gucken jetzt noch mal abschlusstechnisch, bevor das Video sich jetzt zur Neige dreht, mal rein in den Server, in die Ehrenhalle der Gilde noch mal. Zack. Wie sieht's denn da aus? Also Hollywood ist auf der 1. Wir sehen, der Ehrenabstand ist extrem. Das heißt, ganz, ganz deutlich sind sie Erster. Sie haben jetzt 50 Mitglieder, haben trotzdem 980 Ritterhallenpunkte. Also irgendwie haben sie da wahrscheinlich jemand verloren. Oder alle sind nur auf 18. Ich weiß es nicht. Quit Happens dann auf der 2 haben von der Ehre ein bisschen mehr Abstand bekommen als oder zu Dead Valley als beim letzten Mal, aber es kann auch sein, dass ein Angriff mehr oder weniger dabei ist. Wir sehen aber auch, dass die beiden nochmal einen deutlichen Abstand haben vor der Holzfällerhütte, die aber ganz klar auf Rang 4 steht, wiederum vor Casino Royale und auch Casino Royale wiederum vor den Top 6 platzierten Gilden. Und da sehen wir ähnlich wieder bei der Gildenstatistik, hier ist es wieder knapper. Also hier sind wir bei 6 Gilden innerhalb von 300 Punkten bis zu Husi. Also das ist wirklich, wirklich, ja, das zeigt auch die Statistik. Es passt halt gut zusammen. Ja, dass das wirklich ein enges Feld ist. Shadowhunters wirkt hier noch ein bisschen abgeschlagen, weil ich noch nicht so ganz weiß, wieso das der Fall ist. Vielleicht greifen sie zu schwache Gilden an in der Ehrenhalle. Ah, ne, Moorpower ist ja auch nicht so schwach. Narrenturm auch hier auf der 13. Nicht so weit weg von den Shadowhunters. Also eher habe ich das Gefühl, dass Shadowhunters zu wenig Ehre hat. Oder sie haben wirklich nicht so starke Spieler, trotz des hohen Levels. Also da ist Narrenturm näher dran als in der Gildenstatistik. Und ja, dann kommt halt das nächste enge Feld. Moorpower, Gentleman's Club, Party Lounge, Wuselbande, Blackclaw, also alle hier mit dabei. Explosion haben wir noch. Goodfellas, ja, die sind jetzt auch schon auf 337. Habe ich die vergessen? Also Goodfellas ist auf jeden Fall auch eine Gilde, die Top 20 Potenzial hier hat.
Hatte ich beim letzten Mal nicht aufgenommen und so sieht das aus. Also, es passt gut zusammen. Der Server ist extrem stark. Ich denke, das sollte allen klar sein. Es lohnt sich auf dem Server auf jeden Fall zu spielen. Und ich bin jetzt am Ende mit meinem Video. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Zeigt mir gerne einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Haut auf jeden Fall rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.